Was ist die ewige Aufgabe der Gemeinde? Ihre Aufgabe ist es, mit Jesus auf dem Thron des Himmels zu sitzen und mitzuherrschen. Zum einen ist es ihr Wesen, ihr Status und ihre Identität. Es ist ja nur logisch, dass die Frau des Königs mit dem König auf dem Thron sitzt. So sagt Jesus zu seiner Gemeinde, zu seinen Nachfolgern: Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Zum Zweiten ist das Sitzen auf dem Thron der Herrlichkeit eine Belohnung für die Gemeinde. Eine Belohnung für ihr Durchhalten in Anfechtungen und in Versuchungen. Für ihr Ertragen von Hohn und Spott, für Verachtung, Ablehnung und Verfolgung. Deshalb sagt Paulus dem Timotheus: Dulden wir, so werden wir mitherrschen. Und seinen Nachfolgern sagte Jesus: Ihr aber seid es, die ihr ausgeharrt habt bei mir in meinen Anfechtungen. Und ich will euch das Reich zueignen, wie mir es mein Vater zugeeignet hat, dass ihr essen und trinken sollt an meinem Tisch in meinem Reich und sitzen auf Thronen und richten oder regieren die 12 Stämme Israels. Wann beginnt die Regentschaft der Gemeinde? Sie beginnt nach der Hochzeit. Eine Verlobte und Braut eines Königs erlangt erst nach der Hochzeit den Status der Königin und damit alle Rechte und Vollmachten, die ihr als Gemahlin des Königs zustehen. Der zentrale und wichtigste Termin auf Gottes Terminkalender ist eben die Hochzeit seines Sohnes mit seiner Braut der Gemeinde, die Hochzeit des Lammes. Und diese Hochzeit, das haben wir bereits besprochen, findet im Himmel statt. Im Palast Gottes, nach der Entrückung und nach der Vollendung der Gemeinde. Diese Hochzeit ist das höchste Fest, das das Universum jemals gesehen hat. Die Vorbereitungen für dieses Fest laufen im Himmel. Sie laufen seit der Himmelfahrt des Sohnes Gottes. Er ist der Herr und er ist der König des Himmels. Wir lesen in der Offenbarung Kapitel 19 ab Vers 6: Und ich hörte etwas wie eine Stimme einer großen Schar und wie eine Stimme großer Wasser und wie eine Stimme starker Donner, die sprachen: Halleluja, denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat das Reich eingenommen. Lasst uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich bereitet. Wie wird ihre Regentschaft aussehen? Zum einen bedeutet Regentschaft, dass sie richterliche Macht erhält. Jesus Christus ist der Richter der Welt. Er hat gesagt, der Vater richtet niemand und hat alles Gericht dem Sohn übergeben. Er wird mit dem Gericht beginnen, wenn er wiederkommt und vor den Augen der ganzen Welt erscheinen wird am Ende der 7 Jahre der Schreckensherrschaft des Antichristen. So lesen wir: Und aus seinem Munde ging ein scharfes Schwert, dass er damit die Völker schlage. Und er wird sie regieren mit eisernem Stabe. Und er tritt die Kelter voll vom Wein des grimmigen Zornes Gottes des Allmächtigen. Wenn er kommt, dann kommt er aber nicht alleine. Er kommt mit seiner Gemeinde und er wird seine Gemeinde an diesem Gericht beteiligen. Offenbarung Kapitel 2, ab Vers 26. Dort sagt Jesus dem Johannes: Und wer überwindet und hält meine Werke bis ans Ende, dem will ich Macht geben über die Heiden. Und er soll sie weiden mit eisernem Stab. Und wie die Gefäße eines Töpfers soll er sie zerschmeißen, wie auch ich Macht empfangen habe von meinem Vater, und ich will ihm geben den Morgenstern. Jesus teilt also seine richterliche Macht und Autorität mit seiner Gemeinde. Nicht nur die gottlosen Menschen sollen von der Gemeinde gerichtet werden, sondern auch die gefallenen Engel, die sich dem Satan angeschlossen haben. Im 1. Korintherbrief Kapitel 6 ab Vers 2 sagt Paulus: Wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Wenn nun die Welt von euch gerichtet werden soll, seid ihr dann nicht gut genug, geringe Sachen zu richten? Wisst ihr nicht, dass wir über die Engel richten werden? Wie viel mehr über Dinge des täglichen Lebens.
Seinen ersten Jüngern hat Jesus im Hinblick auf die richterliche Tätigkeit eine sehr klare und konkrete Zusage gemacht. In Matthäus 19 lesen wir ab Vers 27, da fing Petrus an und sprach zu ihm, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns dafür gegeben? Jesus aber sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, werdet bei der Wiedergeburt, wenn der Menschensohn sitzen wird, auf dem Thron seiner Herrlichkeit auch sitzen, auf 12 Thronen und richten oder mitregieren die 12 Stämme Israels. Die Regentschaft der Gemeinde ist von Jesus in allen Facetten und Einzelheiten geplant. Und er selbst wird sie dazu mit Vollmacht ausstatten und dazu befähigen.